Ältere Klassiker, aber auch neuere Filme von den 70ern bis zur Jahrtausendwende sind oft online einfach nicht erhältlich. Die Suche nach dem Lieblingsfilm der Prä-Internet-Ära auf den Streamingdiensten ist meist vergeblich. Es fehlt also schlicht der Zugang zu Filmperlen aus der Vergangenheit. Damit diese auch künftigen Generationen zugänglich sind, ist es unumgänglich, die Filmdigitalisierung voranzutreiben, bevor diese Schätze zu Staub zerfallen. Filmo präsentiert eine 5-teilige Miniserie. Die Filmdigitalisierung oder wie ein Filmklassiker digitalisiert wird. In Teil 1 haben wir erfahren, wie das Filmarchiv das Ausgangsmaterial vorbereitet. Und in Teil 2, wie im Labor aus analogen Bildern digitale Daten werden. Wir haben jetzt unser Material digitalisiert. Aber wie geht es weiter? Ein Bild von Staub und Artefakten zu befreien, lässt sich doch sicher von einer Computersoftware bewerkstelligen. Oder etwa nicht? Schauen wir doch gleich mal hin. In Teil 3. Alles per Knopfdruck? Nein, leider geht das nicht ganz auf Knopfdruck. Nein, bitte doch. Bis die Filme bei Streaming-Anbietern und Kinos in neuem Glanz gezeigt werden können, braucht es mehrere Arbeitsschritte in der Vorbereitung. Denn auch die Bildrestaurierung gelingt nur mit viel Fachwissen und aufwendiger Handarbeit. Erst nach mehreren Wochen Arbeit liegt das finale Datenpaket eines Films vor, welches für die digitale Ausstrahlung über Internet, TV oder Kino verwendet werden kann. Die digitale Restaurierung besteht generell aus 3 Hauptaufgaben: das Stabilisieren, die Bildreinigung sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen Filmlooks. In diesem Beispiel zeigt das Bild des Rohscans viel Zittern und Ruckeln. Daher wurde in einem ersten Schritt manuell fixiert. Danach wurde ein Stabilisierungsfilter hinzugefügt, welcher den Durchschnitt der Bewegungen berechnet, um das Bild zu beruhigen. Staub sowie sonstige Verunreinigungen werden mit Hilfe von Restaurierungsprogrammen, teils automatisiert, teils manuell entfernt. Vor allem ältere Filme weisen viel Flickering auf. Das heißt, das Licht des Filmbilds wird spontan heller und wieder dunkler, beinahe wie bei einer kaputten Leuchtstoffröhre. Grauenvoll. Um dies zu beheben, gibt es mittlerweile Software, die den Durchschnitt der dunklen und hellen Bilder berechnet und das Licht wieder ausgleichen kann. Nichtsdestotrotz braucht es ein geübtes menschliches Auge, das beurteilen kann, ob die Software ihren Algorithmus auch an den richtigen Stellen anwendet. In der Bildreinigung wird vorwiegend Staub, aber auch Laufkratzer, sogenannte Scratches, Klebstellen oder sogar Risse mit Hilfe von speziellen Filtern digitaler Restaurierungsprogramme, teils automatisiert entfernt. Automatisierte Prozesse sind jedoch nie perfekt. Daher muss manuell kontrolliert werden, dass sich keine ungewollten Bildfehler, sogenannte Artefakte, eingeschlichen haben. Die roten Markierungen hier sind Bereiche, die die Software repariert hat. Wasserspritzer wurden fälschlich entfernt. Mit gezielten Pinselstrichen kann das Original wieder hervorgebracht werden. Der übrig gebliebene Dreck muss manuell entfernt werden, was einige Wochen Zeit in Anspruch nehmen kann. Ist das Bild einmal stabil und sauber, muss der ursprüngliche Look and Feel des Films wiederhergestellt werden. Durch die Digitalisierung haben wir nun ein Bild in einer sehr hohen Auflösung. Das bedeutet nicht nur ein schärferes Bild, sondern auch, dass ungewollt Dinge verstärkt werden, wie das Grain, zu Deutsch Korn. Das Grain ist aber genau das, was dem Bild den typischen Kinolook gibt. Das wollen wir also auf keinen Fall eliminieren,
sonst schaut das Bild flach und unlebendig aus. Aber dort, wo es für den Zuschauer als eher störend empfunden wird, wie bei einem Blow-up, muss das Grain reduziert werden, damit das Korn wieder gleichmäßig durch den Film tanzt. Das Filmbild lebt von seiner Farbe. Erinnert ihr euch an die wohlig umarmende Farbpalette der Wes Anderson-Filme oder die kalte grünliche Farbüberlagerung der Matrix-Trilogie? Das sind nur ein paar extreme Beispiele des sogenannten Color Gradings. Aber auch bei eher farblich unscheinbaren Filmen ist die Farbbestimmung ein wichtiger Bestandteil des Erscheinungsbilds eines Films und spielt in der Postproduktion einen wichtigen Part. Die Filmeschaffenden entscheiden sich bewusst, in welchen Farbtönen ihr Film gezeigt werden soll. Nach der Digitalisierung ab dem Negativ muss dies komplett neu gemacht werden. Bei der neuen Farbbestimmung, in der Fachsprache eben Color Grading genannt, wird versucht, möglichst nahe am Original zu bleiben. Dafür wird stets eine Referenz hinzugezogen, also eine gut erhaltene Originalkopie des Films. Und im Idealfall die Filmemacher selbst. L'étalonnage, ça consiste vraiment à retrouver le look en fait du film d'origine. Et par rapport à la copie de référence, on va faire le travail donc des contrastes, des couleurs, etc. Plan par plan. On va enlever les pétouilles, les rayures, des taches, ce genre de choses. Tout ça dans le but de pouvoir présenter à nouveau la copie comme si elle avait été montrée. Wie wir sehen, ist bei der Filmdigitalisierung und Restaurierung viel Handarbeit und Feingefühl von ausgebildeten Fachkräften notwendig, bevor ein Film auch im digitalen Raum die magische Kraft des Kinos verbreiten kann. Der Vorher-Nachher-Vergleich zeigt exemplarisch den Unterschied zwischen einem einfach digitalisierten Bild und der fertig restaurierten Version. Kannst du es besser? Heute kann sogar ein Schritt weiter gegangen werden. Im nächsten Teil sehen wir, wie die Farb- und Lichtbestimmung durch ein neues Verfahren aufs Äußerste getrieben werden kann. Bleibt also dran, wenn wir dir zeigen, was es mit HDR auf sich hat. Die Aufgabe ist delikat, sie muss gelöst werden. Wenn dir diese Videoserie gefällt, Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um Teil 4 nicht zu verpassen. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch